Herzlich willkommen beim Schulfest unserer Volksschule. Liebe Eltern, Großeltern, liebe Verwandte und Freunde unserer Schüler, es freut mich wirklich wieder sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Leider wird der Gemeindesaal immer zu klein. Hier vorne wären noch 3, 4 Plätze, wenn Sie nach vorne kommen wollen. Auch viele Ehrengäste haben die Einladung angenommen und sind heute zu uns gekommen, um gemeinsam das Schulfest mit uns feiern zu können. Bitte begrüßen Sie mit mir unseren Herrn Vizebürgermeister Alois Hahn. Stellvertretend für alle Gemeinderäte begrüße ich Herrn Geschäftsführenden Gemeinderat Karl Stachel. Unseren Gemeinde- und Schularzt, Herrn Medizinalrat Dr. Viktor Klopczyk. Unsere Elternvereinsobfrau, Frau Britta Geich. Die Direktorin der neuen Mittelschule Bad Erlach, Frau Oberschulrat Eleonore Elian. Und ihre Stellvertreterin, Frau Spieß. Meine Vorgängerin an der Volksschule Bad Erlach, Frau Oberschulrat Maria Fenz. Eine Kollegin von uns, die sich zurzeit im Sabbatical befindet, Frau Hannelore Spenger. Und eine ehemalige Kollegin, die bereits in Pension ist, Frau Marietta Breuer. Unser Herr Pfarrer lässt sich entschuldigen, der steht heute selber auf der Bühne. Und der Kindergarten war heute schon am Vormittag bei der Generalprobe bei uns im Gemeindesaal. Unser Herr Bürgermeister wird etwas später kommen, der hat noch einen wichtigen Termin. Heuer sehen Sie das Musical Vampir Winnie Wackelzahn. Sie sehen, die Kinder stehen schon bereit und ich möchte Sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen und wünsche Ihnen dabei gute Unterhaltung.
Sie lieben es. Dominik, was nie? Wir fahren zum Spielplatz. Ich glaube, du sollst haben. Ja, der kleine Vampir Winnie Wackelzahn ist ein wirklich netter Kerl. So ein echter Freund, der... Aber halt, wir wollen noch nicht zu viel verraten. Erzählen wir das Abenteuer lieber von Anfang an. Gestatten, mein Name ist Professor Linus von Hering. Ich bin Vampirforscher an der Universität in Cambridge. Das ist eine der angesehensten Hochschulen in ganz England. Vampirforscher, werdet ihr euch sicherlich fragen, Vampire gibt es doch überhaupt nicht. Da habt ihr natürlich recht. Aber immer dann, wenn Menschen sich irgendwelche Dinge nicht erklären können, fangen sie an, sich in ihrer Fantasie etwas zusammenzureimen. So sind dann auch die Geschichten und Märchen über Vampire entstanden, wie zum Beispiel auch die vom Grafen Dracula, von dem ihr sicherlich schon gehört habt. All diese Geschichten sind also in der Fantasie der Menschen entstanden. Nur meine Geschichte, die ist natürlich wahr. Die Geschichte vom kleinen Vampir Winnie Wackelzahn. Alles begann damit, dass meine beiden Nichten Nina und Lucy in meinem Arbeitszimmer für Ordnung sorgen sollten. Pfui, Spinne, was für ein Schmutz! So hatten sich die beiden ihre Ferien nicht vorgestellt, denn viel lieber stöberten sie in meinen alten Buchregalen und Kisten herum. Lucy, die Leseratte, nahm ein Buch zur Hand, in dem ich meine Erlebnisse im großen Südgebirge aufgeschrieben hatte. Hier fand sie etwas ganz Besonderes. Schau mal, Nina, was wir hier haben. Was ist denn das? Ja, es ist ein echter Vampirzahn. Der Zahn hatte einem alten Vampir namens Wilbur von Wackelzahn gehört. Irgendwo versteckt im großen Südgebirge lag sein Schloss. Damals hatte er einen handfesten Streit mit einer Fee namens Carla Carbuncola, bei dem er seine beiden Eckzähne verlor. Der Sage nach kann man mit dem Zahn die Zauberwelt der Vampire besuchen. Obwohl ich den passenden Zauberspruch besitze, ist es mir nie mehr gelungen, in die Welt des großen Südgebirges einzudringen. Lucy hatte schließlich eine Idee. Passt mal auf. Zuerst hängen wir die Vampirzahn um den Hals, dann fassen wir uns am besten alle an den Händen an. Sonst wirkt so ein Zauber nicht. Und jetzt sprechen wir zusammen den Zauberspruch. Rumra, Kumbra, schwarze Nacht, Vampirzähne geben Macht. Rumra, Kumbra, dunkler Wald, Vampire zeigen die Gestalt. Rumra, Kumbra, helfen mir, Wilbur, den zahnlosen Vampir. Ein unheimliches Zittern ging durch das ganze Arbeitszimmer und im Handumdrehen landeten wir, wie mit einer Zeitmaschine, im großen Südgebirge. Das erste, was wir dort entdeckten, war eine alte Burgruine. Wer da wohl lebte? Na, wer schon? Winnie Wackelzahn, der kleine Vampir. Zähne, rotes
her mal einen Scherz. Du bist klasse, immer cool, Blut brauchst du doch nicht dazu. Nächster ärgerst dort und hier einen Tag, ist dein Lehrer, das ist Winnie, das ist Winnie, das ist Winnie Wackelzahn, das ist Winnie, das ist Winnie, das ist Winnie Wackelzahn. Wer hat bunte Hosen an, legen Blut und Blues an, schaut euch die Geschichte an, von Winnie Wackelzahn, das ist Winnie, das ist Winnie, das ist Winnie Wackelzahn, Winnie, Winnie, hey, hey. Winnie Wackelzahn, hey, hey, hey. Rot-kariert ist deine Mütze, du magst gerne rote Krütze. Und wie weil denn jeder weiß, Himbeersaft und Erdbeereis. Du bist nett und hilfsbereit, mit dir gibt es keinen Streit. Doch rotes Blut, das wissen wir, das magst du nicht, ein Vampir. Das ist Winnie, das ist Winnie, das ist Winnie Wackelzahn. Das ist Winnie, das ist Winnie, das ist Winnie Wackelzahn. Wer hat bunte Hosen an, legen Blut und Blues an, schaut euch die Geschichte an, von Winnie Wackelzahn, das ist Winnie, das ist Winnie, das ist Winnie Wackelzahn, Winnie, Winnie, hey, hey. Winnie Wackelzahn, hey, 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 hey, hey. Winnie Wackelzahn. Hi, ich bin Betty die Fledermaus. Rate mal, wovon sich die Vampirfamilie Wackelzahn ernährt. Vom Bluterraunschensaft. Ulkig, nicht wahr? Sehr witzig. Mir hängt das Zeug schon zum Hals raus. Ich mag viel lieber rote Grütze mit Himbeereis. Aber leider können sich das meine Eltern nur selten leisten. In der Tat, seit Winnies Urgroßvater den Streit mit dieser Fee hatte, wurde die Familie immer ärmer. Winnie lebte nun mit seinen Eltern in der alten Burgruine, obwohl die Familie früher ein prunkvolles Schloss besessen hatte. Und als meine beiden Nichten und ich durch den Zauberspruch im großen Südgebirge gelandet waren, konnten wir gerade noch beobachten, wie Winnies Vater seinem Sohn ein Geständnis machte. Nun sind es noch genau 3 Nächte. Dann wird mein Winnie Wackelzähnchen 10 Jahre alt. Papst, sag doch bitte nicht immer Wackelzähnchen zu mir. Du hast recht, Winnie. So langsam muss ich mich daran gewöhnen, dass aus mein kleiner Winnie bald ein wichtiger Vampir wird. Aber Papst, bin ich denn jetzt noch kein echter Vampir? Nun ja, das ist so eine Sache bei uns Wackelzähnen. Und dann erfuhren wir die ganze Geschichte. Der kleine Winnie Wackelzahn musste unbedingt noch vor seinem 10. Geburtstag ein paar Tropfen Blut schlecken, so wie es sich für einen echten Vampir gehört. Wenn ihm das nicht gelingen sollte, würden ihm seine kleinen Vampirzähne ausfallen. Die Fee Carla Carfuncula hatte diesen fürchterlichen Fluch über die Familie Wackelzahn verhängt. Blut, Rot ist zwar meine Lieblingsfarbe, aber ich mag kein Blut. Viel lieber rote Grütze mit Himbeereis. Ich muss tatsächlich Blut schlecken und meine Eckzähne werden wirklich ausfallen? Stell nicht so viele Fragen, sondern zieh lieber los, um Blut zu schlecken. Alles Gute, mein Sohn, und viel Glück. Und schon war Winnies Vater verschwunden. Oh Mann, Urgroßvater Wilbur, da hast du mir ja ganz schön was eingebrockt. Blut schlecken, bäh. Hallo Winnie Wackelzahn. Vielleicht solltest du einen Zahnarzt aufsuchen. Der wird dir bestimmt helfen, auch ohne Blut zu schlecken. Prima Idee. Komm, wir begleiten dich zum nächsten Zahnarzt. Super, ihr seid ja echte Freunde. Dann auf zur Zahnarztpraxis Zacharias Zange.
Zangen, schmale Zangen, gebogene Zangen. Ich liebe Zangen. Ich, Zahnarzt Zacharias Zange, ziehe Zähne mit der Zange. Doch was soll ich mit diesem elenden Spiralbohrer? Zum zigzehntausendsten Mal zwischen meinen zarten Zangen will ich keine Spiralbohrer vorfinden. Ich hasse das Geräusch des Bohrers. Keine Bohrer. Verstanden? Verstanden? Jetzt bin ich völlig durcheinander. Der nächste bitte. Richtig, ihr habt es erraten. Das war der größte Zahnarzt im ganzen Südgebirge, Zacharias Zange. Zumindest hielt er sich für den größten. Und er hasste Bohren. Ja, er hatte sogar eine riesengroße Angst davor. Und dieser Kerl sollte nun unserem Winnie bei seinem Wackelzahnproblem helfen. Ob das eine gute Arztwahl war? Sicher nicht. Denn Winnie und die Mädchen und ich konnten ja nicht ahnen, dass Zahnarzt Zange mit Carla Carfuncula unter einer Decke steckte. Sie hatte ihm zigzehntausend der edelsten Edelsteine geboten, wenn er ihr die kleinen Vampirzähne des Winnie bringen würde. Denn Vampirzähne verlieren ihre Macht und Zauberkraft. Schöne lange Vampirzähne lassen sich leicht ziehen. Zack, schon ist das Zähnchen raus. Beide Eckzähnchen, Herr Zange, ziehen Sie beide Zähnchen. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Zick und zack und knick und knack. Schon gehören Ihnen, wer hatte Carla Carfuncula, diese elenden Vampirzähne und mir? Ihr? Gehören diese zigzehntausend der edelsten aller Edelsteine. Zauberhaft, zigzehntausend edle Edelsteine gegen zwei elende Zähne. Ha 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 ha! Die Fee verließ voller Vorfreude auf die Vampirzähne die Praxis von Zacharias Zange. Inzwischen war Winnie beim Zahnarzt eingetroffen. Ich saß noch mit Nina und Lucy im Wartezimmer dieses Quacksalbers. So, du bist also Zinni Zappelzahn? Nein, mein Name ist Winnie Wackelzahn. Sag dich doch, sperre mal deinen Mund auf. Ah.
Ich sehe schon die blutorangen Reste in den Zahnzwischenräumen. Du putzt deine Zähne nicht richtig zur Putzepilzern. Aber das ist schnell behoben. Raus mit den Zähnchen und schon ist auch der Dreck weg. Hey, Herr Dr. Zange, was fällt Ihnen ein? Sehen Sie doch nur, meine beiden Eckzähne wackeln ein wenig. Können Sie das nicht beheben? Ein bisschen bohren will ich ja gern ertragen, aber meine Zähne möchte ich unbedingt behalten. Bohren bei Zacharias Zange wird nicht gebohrt. Hör einmal gut zu, Zick- und Zuckelzahn. lieber Vampir Winnie Wackelzahn. Jetzt mal raus mit deinen Zähnchen. Ahahaha. Hey, Quacksalber, lassen Sie unseren Freund Winnie in Ruhe. Auf der Stelle, sonst werden wir uns alle Zähne ausbohren. Bohren? Nein, bitte nicht. Ich hasse Bohren. Bohren zwickt mich in den Ohren. Oh nein! Ja, das war knapp. Schnell flüchteten wir aus der Praxis von Dr. Zange. Allerdings schnappte ich mir vorher noch die Krankenakte der Familie Wackelzahn. Und tatsächlich fand ich in der Akte etwas über das Geheimnis der Wackelzähne. Ich blätterte hin und her, bis ich eine wichtige Entdeckung machte. Vampirzähne für zig 10.000 Rubine in Karla Carbuncular verkauft. Der Name kam mir sehr bekannt vor. Und dann war ich mir ganz sicher, das war doch die böse Fee, die damals den Streit mit Winnies Urgroßvater hatte. Diese bitterböse Gestalt sammelte alle Vampirzähne, die sie bekommen konnte, um die Zauberkraft der Vampire zu erlangen.
Am unteren Ende der Akte entdeckte ich ganz klein hingekritzelt noch eine Adresse. Frau Cafungula, Schlossstraße 1, Schloss Wackelzahn. Deshalb musste Winnie mit seinen Eltern also in der alten Ruine hausen. Die Cafungula hatte sich das schöne Schloss vom alten Wilbur unter den Nagel gerissen. Winnie und wir, seine neuen Freunde, waren fest entschlossen, Schloss Wackelzahn zurückzuerobern und Winnies Zähne zu retten. Während wir den richtigen Weg zum Schloss suchten, freute sich die hochnäsige, eingebildete Cafungula dort auf ihre neuen Vampirzähne. Ja, noch mehr Papierzähnchen, noch mehr Zacken für meine Krone, noch mehr Macht und Zauberkraft. Was wohl der alte Wilbur von Wackelzahn dazu sagt? Ich muss ohnehin mal nachsehen, ob er noch genügend Zahntkönnen in seinem Sarg hat. Hihi! Es stimmt also, Vampire sind unsterblich. Auch der alte Wilbur von Wackelzahn lebte noch. Die Fee hatte ihn in einem Sarg im eigenen Schloss gefangen genommen. Dort lag er nun und zählte Sandkörner, die ihm die gerissene Schönheit Cafungula in den Sarg geschüttet hatte. Und weil Vampire nun mal eine Schwäche für Zahlen haben, zählte der alte Wilbur und zählte und zählte und zählte. 3.528.900, 13, 3.528.914, 3.528.915. Hallo Kinder, kennt ihr schon das Lied vom Zählen? So wird es gemacht.
3.528.916. Hör auf mit der verdammten Zählerei. Oder heißt er etwa Kraft Zahlen? In wenigen Minuten werden die elenden Vampirzähnchen deines kleinen Urenkels meine großartige Krone schmücken. Das glaube ich nicht, bevor ich es nicht gesehen habe. Wenn es stimmt, was ich bisher über den kleinen Winnie erfahren habe, werdet ihr es niemals schaffen. Winnie ist ein cleverer Kerl. Er hat Mut. 3.528.917, 3.528.918. Wir werden ja sehen, diese Zange wird mir die Zähnchen schon bringen. Hihi. Doch die schillernde Karfunkula hatte sich diesmal zu früh gefreut. Zacharias Zange hatte keine Vampirzähne dabei, als er sie auf dem Schloss besuchte. Zum Ärger der bösen Fee überbrachte er die Nachricht, dass Winnie, Lucy, Nina und ich einen Vampirzahn vom alten Wildboar besaßen und nun auf dem Weg zum Schloss waren. Vor lauter Zorn schnappte sie sich einen Becher vom Saft des Vergessens, der dampfend über einer Feuerstelle vor sich hinköchelte. Ein vorzüglicher Zaubertrank, der jeden, der ihn trank, dumm gefügig machte. Und genauso ging es nun den armen Zacharias Zange. Nach wenigen Schlücken wusste er schon nicht mehr, wer er war und schletterte völlig verwandelt auf Befehl der bösen Fee in die Küche, um Kartoffeln zu schälen. Kartoffelschälen? Ich liebe Kartoffelschälen. Die Karfunkula hingegen rannte aufgebracht umher und beschloss, echte Vampirfledermäuse herbeizuzaubern. Diese Blutsauger sollten uns vom Schloss fernhalten und Winnies Zähnchen endgültig ausreißen. Ganz schön gerissen, diese böse Fee. Kaum hatte sie ihren Zauberspruch aufgesagt, erschienen sportliche Vampirfledermäuse. Hallo Frau Karfunkula, Sie haben uns gerufen. Und schon sind wir da. Für ein Tröpfchen Blut oder ein paar Euros würden wir alles tun. Denn mit ein paar Euros können wir uns leckeres Blut kaufen. Was können wir für Sie tun? Kommt mit, ich werde es euch erklären. Hihi. Und so beauftragte die Karfunkula die beiden Bösewichte, sich Winnie Wackelzahn einmal richtig vorzuknöpfen, womit die böse Fee allerdings nicht gerechnet hatte. Die Fledermaus Betty befand sich zufällig im Schloss und hatte den ganzen Spuk beobachtet. Schnell flog sie zurück zu ihren Freunden von der Fliegerstaffel Fledermaus und berichtete ihnen alles. Die kleinen Fledermäuschen waren so etwas wie der Panettiens des großen Südgebirges. Sie kannten sich bestens aus und halfen jedem, der in Not geraten war. Und jetzt war es Winnie, der Hilfe brauchte. Wir müssen Winnie unbedingt helfen. Diese Karfunkula will diese Vampirfledermaus auf den kleinen Vampir Winnie Wackelzahn hetzen. Fliegerstaffel Fledermaus, fertig machen zur Rettungsaktion Winnie Wackelzahn. Wir müssen Winnie im ganzen Land suchen. Wenn ihn jemand gefunden hat, gibt er unser SOS-Schaltsignal. Rettet Winnie Wackelzahn! Wir singen und wir gleiten. Und das von allen Seiten. Wir
Tigerstaffel Fledermaus sich auf den Weg machte, um Winnie und unsere kleine Reisegruppe zu suchen, hatte sich Richie und Ramona uns bereits entdeckt und waren kurz davor, Winnies Zähnchen in ihren Besitz zu bringen. Hallo, bist du nicht der kleine Vampir Winnie von Wackelzahn? Sicher, mein Name ist Winnie Wackelzahn. Und was seid ihr für zwei lustige Gestalten? Ja, du hast recht, wir sind immer lustig. Die lustigsten Vampirfledermäuse ganz Europa. Vampirfledermäuse, I! Was gibt es denn da I zu machen? Wir sind sozusagen die tierischen Verwandten von der kleinen Winnie. Und zu Verwandten sagt man doch nicht I, oder? Zu Verwandten ist man immer nett. Verstanden? Und darum könntest du jetzt so nett sein und deine kleine Vampirzähnchen freiwillig herausdrücken. Meine Wackelzähne? Ja, seid ihr noch ganz bei Trost? In diesem Moment erschien die kleine Fledermaus Betty und erkannte sofort die gefährliche Situation für unsere Freunde. Da ist ja Winnie und die beiden Bösewichte. Höchste Zeit für das SOS-Signal. Hey Richie, was ist denn das für ein schreckliches Gepfeife? Elende kleine Fledermäuse, weg mit euch! Das könnte euch so passen, macht, dass ihr fortkommt. Ihr habt im großen Südgebirge nichts zu suchen. Schwester, ich glaube, das wird nichts mit dem Euros und leckerem Blut. Abwarten. Wenn wir nicht Winnies Zähnchen bekommen, dann schnappen wir uns einfach die beiden Mädchen und bringen sie zu der schönen, bösen Fee. Und so schnell hatten sich die beiden Bösewichte sich Nina und Lucy geschnappt und flatterten eilig mit ihren laut schreienden Gefangenen davon. Ich war verzweifelt. Ich hätte niemals mit den Mädchen in das Land der Vampire reisen dürfen. Aber die kleine Betty berührte uns. Winnie, immerhin haben wir eine Zähnchen gerettet und Nina und Lucy werden wir auch befreien. Meinst du wirklich, Betty? Vielen Dank für eure Hilfe. Ihr seid echte Freunde. Gern geschehen, aber glaubst du wirklich, wir können Freunde sein? Freunde
Mäuse, dann sing mit. Kommt Kinder, singt mit. Hoch über Wolken schweben, gemeinsam können wir's erleben. Wenn wir einander nur vertrauen, so können wir die Brücke bauen. Hoch über Wolken schweben, mit Freunden willst du es erleben. Und du bist nie mehr allein. Lass uns endlich Freunde sein. Komm, lass Nachdem Winnie und ich uns mit den Fledermäusen so richtig angefreundet hatten, beschlossen wir, die Bösewichte zu verfolgen, um meine Nichten zu retten. Mittlerweile wurden die beiden nach Schloss Wackelzahn verschleppt, worüber sich die so siegessichere Carfuncula zunächst sehr ärgerte. Sie hatte sich schon auf 2 neue Vampirzähne für ihre Krone gefreut. Und nun standen ihr 2 gefangenen Menschenkinder gegenüber. Grimmig rief den alten Grandiner Lupotsch den Wolf herbei, der seit ewigen Zeiten ein Gefangener war. Seit dem Saft des Vergessens trank, konnte er sich an überhaupt nichts mehr erinnern. Er sperrte die verängstigten Kinder in einen kleinen schmutzigen Käfig am Fenster des Turmzimmers. Dann hielt er ihnen einen Becher vom Saft des Vergessens unter die Nase. Mädels, trinkt mit mir einen Schluck auf euer neues Zuhause. Wie heißt ihr eigentlich? Ich bin Nina und das ist meine Schwester Lucy. Und wie ist dein Name? Keine Ahnung, seit ich den abgefahrenen Saft hier getrunken habe, weiß ich nichts mehr von früher. Wie bitte? Du weißt nicht mal mehr deinen Namen? Und so ein Zeug sollen wir trinken? Niemals! Also Mädels, trinkt schon. Mit dieser Carfuncula ist nichts zu spaßen. Die beiden Mädchen schauten sich verschwörerisch an und zwinkerten sich heimlich zu. Angeekelt nahmen sie einen Schluck der bläulich dampfenden Flüssigkeit. Doch kaum war der Wolf verschwunden, spuckten sie den Saft in den hohen Bogen wieder aus. Bäh, ekelhaftes Zeug! Eigentlich ganz cool, diese Lupotsch, aber das darfst du vergessen, scheinen wir sind ganz schön vernebelt zu haben. Hoffentlich kommen wir jemals wieder heraus. Keine Bange, Onkel Linus und Winnie werden uns niemals im Stich lassen. Wir können doch einfach schauen.
ja, genau. Während Lucy und Nina auf baldige Hilfe hofften, hatte die Karfunkel im Schlossgarten weitere Diener postiert. Das Knoblauchzehenballett sollte mit Hilfe seines penetranten Gestanks fremde Gestalten vertreiben. Wenn die kugeligen Knoblauchzehen sich ärgerten, standen sie besonders eklig und schlugen jeden Eindringling in die Flucht. Wenn man sie allerdings zum Lachen brachte, waren sie nicht mehr so konzentriert bei der Sache und es konnte passieren, dass sie ihre Aufgabe vernachlässigten. Heiß wie in der Wüste, es ist hier im Schlossgarten. Es ärgert mich, wenn wir bei so einer Hitze Wache halten und Tatze den ganzen schönen Knoblauchgeruch aus den Poren schwitzen müssen. Ja, es ist einfach ärgerlich. Aber wir sollen ja tanzen und schwitzen, denn je mehr wir uns darüber ärgern, umso mehr versprühen wir unseren Duft, bis wir stinken. Aber warum ist das so anstrengend? Wenn Carla Karfunkel alles befohlen hat. Der ganze Garten muss nach Knoblauch stinken, damit dieser kleine Winnie nicht unbemerkt in das Schloss eintreten kann. Du weißt doch, Vampire hassen Knoblauch. Die hassen uns ärgerlich. Eben, du, wir produzieren ein bisschen stinken.
und ich hatten inzwischen den Schlossgarten erreicht. Schon von Weitem sahen wir Nina und Lucy in ihrem Käfig sitzen und wollten natürlich sofort zur Hilfe eilen. Doch mit den stinkenden Knoblauchzehen hatten wir nicht gerechnet. Stehen geblieben oder wir stinken. Bäh, Knoblauchzehen. Ich hasse Knoblauch. Er hasst Knoblauch und das ärgert uns, nicht wahr, Kameraden? Jawohl, es macht uns wütend, so wütend, dass wir stinken, stinken, stinken. Ich gebe zu, diese Stinker sind nicht gerade lecker. Nicht lecker nennst du das? Für einen Vampir bedeutet dieser Knoblauchgestank schwerste Körperverletzung. Es tut mir leid, so kann ich nicht durch den Garten gehen. Irgendwie mussten sich diese Giftspritzen auf Beinen doch vertreiben oder zumindest ablenken lassen. Und schon hatte unser cleverer Winnie eine Idee. Ich glaube, ich hab's. Überlegt einmal. Sie stinken besonders, wenn sie sich ärgern. Also Müssen wir sie nur zum Lachen bringen. damit der Gestank verfliegt, genau. Und ich weiß auch schon wie. Wir werden sie ordentlich durchkitzeln. Und damit wir sie auch wirklich zum Lachen bringen, könnt ihr im Publikum euch bitte auch gegenseitig durchkitzeln und so laut wie möglich lachen, wenn ich euch ein Zeichen gebe. Ich denke, das wird helfen. Kleiner Papierfratze, was willst du? Ich möchte euch nur ein wenig Freude bereiten. Passt mal gut auf. Wir hatten es also geschafft. Endlich war der Weg frei und wir stürmten durch den Garten auf das Schloss zu. Backe, es ist schon 11:45. Nur noch 15 Minuten bis Mitternacht, dann habe ich Geburtstag und es ist endgültig zu spät. Meine schönen Vampirzähne werden mir ausfallen und all die Macht wird in der Hand dieser Karfunkula sein. Doch wir gaben nicht auf. Winnie wollte versuchen, Lucy und Nina zu befreien, während ich in der Schlossbibliothek nach etwas Brauchbarem suchte, das uns weiterhalf, die Fee zu überlisten. Winnie, hilf uns, wir verdursten. Warum trinkt ihr nicht einfach den Saft, der hier im Käfig steht? Das geht nicht, Winnie, es ist der Saft des Vergessens. Die Fee will, dass wir ihn trinken, damit wir uns an nichts mehr erinnern. Saft des Vergessens? Plötzlich kam Winnie eine Idee. Wenn dieser Saft wirklich Gedanken löschen konnte, dann musste nur noch die böse Karfunkula trinken. Und schon hatte sie den Wackelzahnfluch vergessen. So könnte Winnie seine Zähne behalten, ohne auch nur ein Tröpfchen Blut trinken zu müssen. In diesem Moment erschien Carla Karfunkula. So, da bist du ja, mein Freund Winnie Wackelzahn. Schön, dass du mich besuchst. Es schlägt gleich Mitternacht. Ich finde, wir beide sollten mit einem guten Schlückchen auf deinen Geburtstag anstoßen. Carla Karfunkula füllte einen Becher mit dem Saft des Vergessens und reichte ihn Winnie. Jetzt musste er es nur noch irgendwie schaffen, die Becher zu vertauschen. Ich hatte in der Zwischenzeit in der die Schlossbibliothek durchstöbert und ein
Buch mit einem Zauberspruch entdeckt, der den alten Bilbo vom Wackelzahn aus seinem Sarg befreien könnte, in dem er noch immer als seelender Vampir gefangen war. So, Winnie, es schlägt gleich 12. Lass uns anstoßen. Jetzt wurde es aber höchste Zeit. Winnie gab mir wilde Handzeichen. Ich sollte endlich etwas unternehmen, um diese Fee abzulenken. Also schlug ich das Zauberbuch auf und las den Zauberspruch. Hast gezählt das Sandkorn fein, ausgezählt die Körnerlein, frei aus der Gefangenschaft, jetzt braucht Winnie deine Kraft. Steig aus deiner Gruft herauf, nur Wackelzahn, wach auf. Sandkörner. Hurra! Schluss aus, fertig gezählt. Bilbo vom Wackelzahn freute sich sehr über seine wiedergewonnene Freiheit. Und Kala Kafunkula, sie erschreckte sich und bekam einen Tobsuchtsanfall. Genau in diesem Moment vertauschte Winnie die Becher. Als die Tume in diesem Getöse zu Mitternacht läutete, forderte die Kala Kafunkula Winnie auf, mit ihr anzustoßen. Los, jetzt trink endlich. Zum Wohl, Frau Kafunkula. Beide tranken ihre Becher leer und Winnie tat natürlich so, als würde er den Saft des Vergessens trinken. Vielen Dank für den leckeren Trank, Frau. Wie war noch gleich Ihr Name? Mein Name? Keine Ahnung. Habe ich einen Namen? Wer bin ich eigentlich? Hurra, es hat geklappt. Sie hat den Saft des Vergessens getrunken und ihre Gedanken sind gelöscht. Und meine Zähne? Sie sind fest. Ja, sie sind fest. Der Fluch der Wackelzähne ist endlich verflogen. Winnie, mein Junge, ich habe immer an dich geglaubt. Danke, dass du mich befreit hast. Urgroßvater, das war ich nicht allein. Ohne meine vielen Freunde wäre es niemals möglich gewesen. Nun trägt das Schloss wieder zurecht seinen Namen. Schloss Wackelzahn. Lupold, der Wolf, der Zahnarzt Zacharias Zangen und viele andere Gefangene der bösen Fee kamen von allen Seiten zusammen und bedankten sich bei der wiedergewonnenen Freiheit. Und was soll mit dieser furchtbaren Kala Kafunkula passieren? Steckt sie einfach in die Küche. Ich musste dort tagelang Kartoffeln schälen. Meine Finger sind schon ganz wund. Kartoffelschälen? So soll es sein. Nun, gute Frau, Sie wissen Ihren Namen nicht mehr. Ab heute sind Sie die Küchengehilfin. Kala Kartoffula! Winnie, du hast nicht nur deine Familie, sondern auch das ganze Südgebirge von der Herrschaft der bösen Fee befreit. Wir alle sind dir so dankbar. Oh, Kartoffelschälen. Ich liebe Kartoffelschälen. Das war sie nun, meine Vampirgeschichte. Ob nun Märchen oder nicht, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn ihr mal nachts einem Wesen mit langen Eckzähnen begegnet, dann schreit nicht gleich, es könnte doch unser Winnie Wackelzahn sein. Und glaubt mir, Winnie ist ein wirklich netter Kerl.
kann man mehr erreichen, als man selber glaubt. Ihr wart wirklich fabelhaft, ihr habt es ganz großartig gemacht und wir sind alle sehr, sehr stolz auf euch.